Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Freunde. Und einen super schönen Freitag. Endlich Wochenende. Genau. Und wir sind zurück. Ja, es wird auch Zeit fürs Wochenende. Genau, richtig. Die Woche war nervig genug, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, dabei war es eine kurze Woche und trotzdem eine anstrengende Woche. Irgendwie fand ich die Woche sehr lang. Obwohl es eine kurze Woche war. Ja, war es ja. Dachte, sie geht gar nicht rum. Gut, wir sind auf jeden Fall zurück. Ja, wir sind wieder im Sherlock Holmes Fieber. Ja. Mit dem zweiten neuen Teil auf jeden Fall. Genau. Und wir sind in einer Anstalt. In einer Irrenanstalt. Wir wissen auch noch nicht genau als Besucher, als Gast, als Detektiv. Wir werden es rausfinden. Wir werden es sehen. Oder vielleicht sogar als Insasse. Wir nehmen euch mit in die Irrenanstalt. Auf einen Freitagabend. In den Wahnsinn. Aber nicht am Freitag, den 13. Also wir spielen auf jeden Fall Watson. Wie ich gestern Abend schon vermerkt hatte. Genau, stimmt. Wir haben ja den 14. heute, ne? Ja. Stimmt. Aber ich finde, das sieht sehr schön detailliert aus hier. Das sieht richtig gut aus. Also das Spiel an sich sieht wirklich hübsch aus. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. Sieht aber We received böse a aus. letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Ich möchte mich hier nur umsehen. Das ist At their richtig. earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Alter. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. Oh. Dieser Mann ist berühmt, Lügner. Dieser Mann ist ein Betrüger. Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Was geht hier ab? Ich bin auch mega. Alter. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I
need to decide precisely what to do with our guest. Du Scheiße. Alter, was ist denn falsch bei der Frau? Okay. Okay. Wir sind auf wieder jeden Fall unterwegs. Sendung. Naja, nee, wir sind ja Mr. Colby. Ja, also Sherlock. Ist das wirklich Sherlock? Ja, klar ist das Sherlock. Guck dir Sherlock an. Das ist er. Was macht der da eigentlich? Der hat sich einweisen lassen. Der schläft oder was? Ja, der schläft. Ja. Warum tropft denn das hier? Das war der Decke drauf. The unmistakable scent of alcoholism. Ja, es ist Sherlock. Ja. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Da ist das Sherlock. Ich glaube, das ist sogar die Szene hier, also die Spielszene aus der Demo. Oh, ein Schloss, das wir knacken müssen. Oh, das ist toll. Ich dachte, die haben ihn durchsucht. Okay. Also das wären 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Ja, 1. eins, ja. Also 2, 4, So, also machen wir erstmal Schloss 3, auf. 1. So, also hier. 2, Okay, warte. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 3 2, 3. und eine 1. Was richtig ist? So. Passt. Sieht gut aus. Ja, perfekt. Kombiniert. Sehr gut kombiniert, ja. Ja, gut, dann kommen wir hier raus. Okay, wir sind raus. Was haben wir hier? Truncheon, Ein not a Schlagstock. typical tool for a nurse. Den dürfen wir nicht mitnehmen. Naja, leider nicht. Oh, wenn ich mal den gucken, ob wir hier noch was sehen können. Okay, was steht da? Durchgangszelle. Okay. Block A. Ermittlungsort. Trakt A. Okay, okay. Und hier? Untersuchungsraum. Hier ist wieder eine große Frage, wo wir jetzt hier überall sind, ne? Sieht aber echt crazy aus. Okay. Hier haben wir mal so einen Stuhl da oben. Rezeption. Was sind das für Bilder da an der Wand hinter dir? Warte. Erstmal gucken, was wir hier haben. Hier haben wir auch mal. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. Noch eine Tür. Gott, noch mehr Türen. Oh, da ist ein Lageplan. Darn. No way I can get past him without being noticed. Okay. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Okay, wir müssen also Watson finden in der Anstalt, ja? Ja, so. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Okay. Dann kommen wir nur unten lang gehen, würde ich sagen. Warte, den Stuhl kann man noch einklicken. I'd rather not sit in this chair ever again. Ah, okay, in dem Stuhl saßen wir gerade, ja. Ja, da saßen wir gerade drin. Okay. Okay, also runter, ja. Also was heißt gerade? Wer weiß, wie lange wir hier schon sind. Oh, das Blut. Das Blut. Das kann ich nicht anklicken. Truck A. Hier kann man hinten raus. Hannes Winkler. Leon Richard.
there? I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me. The gall. The impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will Das erinnert leave you mich to your scheming. ganz, ganz stark damals, als mein Opa in der Klinik war. In Gelsdorf, ne? Ja. In der Nervenheilklinik. Und da ernsthaft über den Flur The einer final mit einer langen product, Leine ready gekommen to ist, ein cure alter Opa, madness, und am anderen push Ende hing one eine deeper into its Zahnbürste. grasp. Er hat Any gerufen, chemist "Kommt, would envy the quality of this Kommt, equipment. wir gehen jetzt raus. Ich musste zwar lachen, ne? Man war ja noch klein und jung, Raw materials aber used im to Endeffekt formulate hast du dann medicine. nachher wirklich gedacht, With this der hat gedacht, equipment, der hat einen they Hund da can create dran. any Ja, type of ich weiß. medication. Und das war einfach nur eine kleine Zahnbürste. Hm. Schlimm, ne? Ja klar, das ist mega schlimm. Very sturdy. I Also might wie er borrow jetzt hier it. gerade eben. Ich denke, er ist Napoleon. Ja. Schon krass. Oh, was für dich? Oh, mich. Frösche können... Was? Frösche können sich nicht waschen. Doch ich schon. Das ist das im Menschendaseinslohn. Der 4. Frosch ist sehr verdreckt. Was, wenn man ihn ins Wasser steckt? Luciduntrop geistert umher. Bei der Wäsche gefiel es ihr sehr. Dort ist der 4. Frosch gestorben. Der schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. It sounds sinister, even for a place like this. Patient, ELUK. Diagnose? Dermatilomonie. Anmerkung? Täglich die Nägel schneiden. Nicht die Hände von den Felsen lösen, selbst wenn sie nicht aufhört zu schreien. Patient Maurius H. Diagnose? Many Dissoziation. Anmerkung: Nach dem Vorfall mit den Pflegern wurde ein einwöchiges Heilpflaster verordnet. Josephine erwähnte, damit er umgänglicher ist. Patient Maria W. Diagnose: History. Anmerkung: Die Dosis so lange erhöhen, bis sie ihr Kind vergessen hat. Selbst starke Benommenheit ist unter dessen Umständen einnehmbar. Patient Nils J. Diagnose: Nervenzusammenbruch. Anmerkung: Keine Besuche erlaubt. Alle für den Patienten eingehende Briefe sind zu vernichten. Boah. I wonder if there are more frogs in the pond. Geht hier. War ja voll. Die Frösche im Gemälde. Okay. Die Frösche im Gemälde. Ja, Meier oder so stand da. Ja, oder? ja, irgendwie so. Können sich nicht waschen. Doch. Das ist ein Rätsel. Der 4. Frosch ist sehr verdreckt. Was, wenn man ihn ins What was Wasser that? steckt? Is someone there? I'm sure I heard something. Da ist auf jeden Fall jemand. Mhm. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console Alter, das ist aber schon my verstörend. jolly sailor bold. Boah, das ist crazy. Okay, haben wir ein weiteres Schloss zum Knacken? 1, 3, 2, 3, 4.
Okay, also 1. 3. So. 1, 2, 3. 2. 3. Oh Gott. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Bin gut, oder? Dann gucken wir mal, ob das so richtig ist. Gut aus. Gehen wir mal hier Raum rein, ne? Wow, hier liegt so eine John riesige Sallow, the Bücherstapel. Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Okay, Frösche können nicht töten, doch ich schon. Das ist des Menschen Daseinslohn. Der 5. Frosch, er war ein Narr. Er war nicht meiner Macht nicht gewahr. Timothy Salemy liegt tot in Trakt B. Er nahm meine Pillen und sagte Ade. Dort ist der 5. Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Oh Gott. Okay, das ist der 5. Frosch. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Guck mal hier, ein Bild. Also This die... photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Moment nehmen. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. Okay. Professor Gigax. Ich habe starke Verätzungen an meiner Hand davongetragen. Letztendlich die Folge ihrer unschuldbaren Vorgehensweise bei Geralds Behandlung. Meine darauffolgende Sitzung mit ihr endet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte, mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzudringen, begann sie damit, wild um sich zu schlagen. Dabei verschüttete sie eine chemische Substanz auf meiner Hand. Was sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie sollen wissen, dass ich ihre Behandlungsmethoden für die reinste Barbarheit halte. Wenn sie, wie sie so kühn behauptet, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen sie meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Professor Becker, Leiter des Instituts, Schwarzes Edelweiß. Holy moly, ne? Ja. Tubes of varying diameters. Interesting. Oh, da liegt auch noch was. R.G. Hill, Dr. Connolly, it appears that all the psychiatric classics were banished here. Ich glaube, hier haben wir alles. Da hat sich auch noch was. Liegt auch noch was, stimmt. A Zertifikat der certificate of Wertschätzung. appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Ja. Hier haben wir noch was. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Was ist noch ein Bild? Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Oh, sorry, das ist schon... das ist schon mehr als verstörend. Okay. Sagen wir, dass wir den Frosch, den 5. und 4. Frosch dazu anheften können? Oh Gott.
Hm. Also was es mit den Fröschen auf sich hat, kann ich dir schon mal sagen. Okay. Wie kann der Flieger vor Trakt B außer Gefecht gesetzt werden? Spritzen. Wir sagen Spritzen. Flasche mit Beruhigungsmittel, das klingt doch auch gut. Oder Metallruhe. Aber auch nicht gut, ich will eher die Spritzen nehmen. Alter, alles richtig. Mhm. Ich könnte den Flieger mit Hilfe eines provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eins der Rohre aus dem Lagerraum dafür. Da sind wir gerade. Oh, perfekt. Alles klar. Wir da bestimmt eins vor mitnehmen. Aufgabe erkannt. Das ist bestimmt eins mitnehmen, ja. This should suffice. Okay. Ermittlungsort abgeschlossen. Ah, richtig, ja. Perfekt. Gut, dann gehen wir mal und setzen mal den armen Knilch außer Gefecht. Aber wir haben ja noch nichts. Klar, wir haben die Spritze. Stehen hier. So, du meinst, wir können jetzt boosten? Ja, klar, wir haben die Sachen nur eingesammelt schon. Na klar, müssen wir auch notieren. Oh Gott. Oh nein, oh nein. Das war Treffer versenkt. Okay. Jo. Also der ist ruhig. This should be enough to avoid unwanted attention. Oh. Geil. Wo hat er den jetzt gelassen, den Typen? Der hat er jetzt aufgegessen. Oder? Ja. Erster Frosch. Frösche können nicht denken, doch ich schon. Ne? Achso, ich habe mich gerade gewundert, warum der Chat sich gerade bewegt hat. Frösche können nicht denken, doch ich schon. Das ist der Menschens Daseinslohn. Der erste Frosch ist mein erster Versuch. Sein Gehirn will ich lesen wie ein Buch. Anna Portland stand vor dem Loch in der Wand. Doch dann hat ein Ziegel sie übermannt. Dort ist der erste Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Da ist der erste gestorben. Was hast du jetzt gesagt, was kommt da? Nee, ich habe ihn gerade geguckt und im Augenwinkel hat sich der Dings bewegt. Der Chat. Manufactured and packaged here. Okay. This is the same narcotic substance that we found in London. Und das sind dort die Reizkisten. Ja, das sind die Holzkisten. Die ins Wasser gefallen sind. Und was muss ich hier noch finden? Oder? Brief, ne? Ja. Herr Schnitzer. Ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhofft auftretende psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegt Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu rasch Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in Ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von dieser kostbaren Fracht abzulenken, steht einer baldigen Genesung Ihres Sohnes nichts mehr im Wege. Und Sie werden ihn wieder gesund und munter in den Armen schließen können. Mit freundlichen Grüßen, Professor Geigax. Das klingt für mich echt alles nicht nett. Was sind da für Menschen, Mann? Oh mein Gott. Wer lacht? Was meinst du denn? Den? Ja. Eine Frau. Die Frau, ja. Oh je. Und du willst Trakt B, oder? Ja. Okay.
Ich habe zwar keine Ahnung, wo wir hinlaufen müssen. Aber ich laufe einfach mal. Ich muss ja was anheften. Ah, okay. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails. Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda. Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Hör dich nochmal an. Warum meinst du denn? Mach mal. They took you away, and I'll never forgive them. Okay. Nur für Befugte. Wir sind befugt. Oh Gott, wo sind wir denn reingekommen? Wir haben den Dings an, den Kittel. Wir sind befugt. Aber ich weiß gar nicht, wo wir jetzt ernsthaft reingekommen sind. Ich schon. Ja, wo denn? Den Weg habe ich noch. Hier geht's. Okay, Ermittlungsort gefunden. Wäscherei. Genau, hier ist nämlich... Oh. Dritter Frosch. Frösche können nicht träumen, doch ich schon. Das ist des Menschen Daseinslohn. Im Traum eines Frosches nur Leere steckt, daher habe ich den dritten Frosch geweckt. Patrick Twitchak. Er stickt unter seinem Kissen. In der Durchgangszelle musst du wissen. Dort ist der dritte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Wenn ich das noch ein paar Mal lese, habe ich das Gedicht im Kopf. So, jetzt haben wir hier einen Frosch, der in der Wäscherei gestorben ist, ne? So, welcher ist in der Wäscherei gestorben ist? Der vierte. Der, ja. Dann helfen wir den nochmal an. Oh, guck hier. Okay. The killer was strong enough and the bathtub deep enough to drown poor Lucy. Okay. Fabric burnt in the furnace. Da wurden die Klamotten verbrannt. A jalabia, a traditional garment from northern Africa. The garments of several dozen people at least. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich alle Fälle aufklären. Das heißt, der erste Frosch ist in der Durchgangszelle gestorben. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin zurück, wo wir am Anfang waren, weil wir waren in der Der ist Durchgangszelle. auf dem Stuhl gestorben. Ja, vorne. Das heißt, wir müssen da wieder zurück. Ja. Der fünfte Frosch, wo war der denn gestorben? Der fünfte hat so viele Pillen genommen. In Trakt B. Den Namen? Was stand da? Ja, in Trakt B müssen wir. So, das ist Durchgangszelle, das ist der. Ja. Und der stand vor einem Loch in der Wand. Ja. Und wurde dann von einem Ziegel übermannt. Das heißt, das muss irgendwo sein, wo Ziegel auf dich drauf fallen könnten. Oh, eine Puppe. Oh. Das ist ja toll. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Oh, das war toll. Am Kopf hatte sie irgendwas. Am Kopf? So you're Heidi. Am Kopf? Am Kopf, ja. Halt sie mal gerade und dreh sie mal ein bisschen, ne? Noch ein Stück. Jetzt. Ah, da. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Ja, Heidi echt. gefunden. Na, dann bring ihr mal Heidi. So. Aber wir haben ja noch nicht alles gefunden, also gucken wir noch mal weiter hier. Was haben wir hier? Nur für Befugte.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge zu entdecken. Alter, junge Erwachsene, Geschlecht männlich, Nationalität niederländisch. Ergebnis: eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnung zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt: 0,4 Milligramm. N5. Alter, Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität rumänisch. Ergebnis: die Versuchsperson leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen ihr Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reicht die minimale Dosierung von 0,2 Gramm aus. Nummer 6. Alter, junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität Ainu. Ergebnis: aufgrund unverständliches Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reicht eine geringe Dosierung von 0,2 Gramm. Nummer 7. Alter, junger Erwachsener, Geschlecht männlich, Nationalität Maori. Ergebnis: aufgrund unverständliches Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechende hohe Dosierung nötig, 0,8 mg. Zusammenfassung: alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer esthetischen Zugehörigkeit oder Sprache. Gefügt weitere Versuche sind erforderlich. Boah. Okay, das ist schon ganz krass, ne? Ja. Als würde das irgendeinen verfickten Unterschied machen. Aber gut. Ich meine, so überhaupt schon, finde ich schon übel, ne? So this is how they kept the prisoners docile and harmless. Oh. Einfach nur traurig, will ich einfach dazu sagen. Es ragt heraus. Ein Kruzifix, oder was? Ein Kreuz. An orthodox reliquary commonly Ach, ein found in orthodox Eastern Kreuz. Europe, now in a cell halfway up the Alps. Oh Gott. Guck mal bitte nochmal in dieser Zelle, wo du gerade warst, an die Decke. Mach ich gleich. Die Decke. Ja, hefte da mal den Frosch an, Welchen? der was abgekriegt hat. Ja. Da vielleicht irgendwas? Ne. Nein, okay. Aber warte Ach mal. nee, es muss ja ein Loch in der Wand sein. Ne? Ja, ja. Ne. Aber hier haben wir ein Loch in der Wand. Ja. Ah, nee. Ja, nicht. Das ist was anderes schon wieder. Oh nee. Obwohl. Ah, hier ist noch was. So. Blut. Von oben aufgeschlagen. Achso. Okay, okay, okay. Danke, This Claudia. stretcher was disinfected frequently. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Ach du Scheiße. The stamp on this crate confirms it came from America. That's quite a distance to travel. Das ist auch schon mutig, ne? Ja. Man könnte sogar sagen, verrückt. Ich meine, von Sherlock meine ich, dass er da sich Ja, da ja. so einschleusen lässt, Das ne? meinte ich auch, er ist schon ganz schön verrückt. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Okay. Okay. I doubt that one could survive such a journey with this little water. This is the same design as the one from London.
kidnappers even provided airflow. How generous. Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. This trip was prolonged and perilous. Oh Gott. Zweiter Frosch. Frösche können nicht wählen, doch ich schon. Das ist des Menschen Daseinslohn. Der zweite Frosch, er wehrte sich kaum. Perplex war er, das hielt ihn im Zaum. Abkigali immer Rätsel war blutüberströmt beim Untersuchungsraum, der nun ist verpönt. Dort ist der zweite Frosch gestorben. Das Edelweiß ist sein Grab geworden. Okay, warte mal. Also hier ist ja auf jeden Fall jemand gestorben, ne? Also der zweite Frosch ist beim Versuch, also der erste Frosch, warte mal. Ach du Scheiße. Da haben wir den Frosch uns mal hochgereicht, ne? Das jetzt, wir brauchen eigentlich den zweiten Frosch. Weil der ist nämlich hier irgendwo gestorben, aber das ist nicht seine. Oh Gott, ne? Aber hier ist noch ein Punkt, den wir ermitteln müssen. The doors can be opened for deliveries. Okay. Okay, hast du. Aber das ist nicht für den Frosch, glaube ich. Das ist was anderes. Die Frage ist halt, ob wir das machen sollten oder erstmal den Frosch tun sollten. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir gehen erstmal noch mal wieder zurück, weil. Dass die Tussi doch die Heidi haben wollte, ne? Make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear, and the screams would stop. I shall leave you two to get reacquainted. Okay. Also warte mal, einer ist in Trakt B ja noch gestorben, ne? Mhm. Wir sind jetzt in Trakt B. So ist in Trakt B. Durchgangshände. Trakt Ja. B. Der fünfte. Oh Gott. Oh, da liegt was. The killer swapped Timothy's pills for cyanide. The faint almond scent is unmistakable. Den nehmen wir. Ja. Das ist der fünfte. Den haben wir jetzt auf jeden Ist auch Fall. abgeschlossen, ne? Also nicht abgeschlossen, aber. Ja, da haben wir weiteren Hinweis. Er fliegt über medizinisches Wissen. Mhm. Okay. Also jetzt einfach wieder weiter zurückzugehen, weil ich will jetzt eine Durchgangshände zurück. Wir waren am Anfang. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, ne, da oben war nicht die Durchgangshände. Hier war die Durchgangshände.
So, und dann brauchen wir den Frosch Nummer 3. 3. Und der ist in der Durchgangszelle gestorben, also ist hier gestorben. Das heißt, der ist in unserer Zelle gestorben. Ja, richtig. Petter gouged at the wall, fighting for his life. Ja. Odds are he left scars on the killer too. Okay, gut. Oder auch nicht gut. Wie man es nennt. So, das heißt, den haben wir auch. Das heißt, jetzt müssen wir, der zweite Frosch. Beim Untersuchungsraum. Beim Untersuchungsraum. Okay. Dann helfen wir das mal an. Das ist Block A. Gehen wir erstmal. Oh, hier. Ah ja, jetzt hat was ja vorhin schon meinte. The killer was limping, but Abigail couldn't escape. Das war's, glaube ich, Oh, schon. das war schon. War der das? Ja. Ja, richtig. Jetzt haben wir noch den hier. Der erste Frosch. Doch dann hat ein Ziegel ihn übermannt. Dann vorher ein Loch in der Wand. Was für ein Loch in der Wand Da denn? muss irgendwo was sein mit dem Loch in der Wand. Ja, ein Fenster. Ein Loch in der Wand könnte ja auch ein Fenster sein, ne? Fenster sein, ja. Also hier oben ist auf jeden Fall nichts. Wir gehen mal in Block A rum, weil wir waren ja in Block B war was. Mhm. In eigentlich jeden Raum war was. Oh, Loch in der Wand könnte ja auch der Aufzug sein, ne? Aber das ist. Ne. Das ist aber nix. Nein, hier ist nix. Die 10 kommst du doch nicht rein, ne? Ne. Da ist aber auch nichts, was wir anzeigen. Also so einen blauen Kreis halt. Ich muss ja den Frosch angeheftet haben, deswegen. Da ist noch. Ach ne, das ist eine Wand. Das ist eine Lampe. Lampe. Na, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Aber man kann auch in die Richtung laufen. Das sind auch Dinger. Das sind auch ein Das Typen. sind auch Typen. Hier haben wir auch kein Loch in der Wand. Oh, was hier? Ah, hier ist das Loch in der Wand. Okay, ja, wird. The murderer used his left hand to kill Hannah with a brick. Well, it's clear that it was a multiple murderer. I'll send the profile to the police after we finish here. Okay, okay. Ziel des Mehrfachmörders. Er fühlt sich anderen Menschen überlegen und lebt seine Machtposition auf Kosten seines Opfers aus. Diese bezeichnet er als Frösche und stellt sie sich offenbar als eine wissenschaftliche Versuchsobjekte vor. Er plant seine Morde im Vorfeld und wählt jedes seiner Opfer nach bestimmten Gesichtspunkten aus. Den Tatorten nach zu urteilen, arbeitet der Mörder in der Heilanstalt oder hat dort gearbeitet. Okay. Noch kein abgeschlossen. Perfekt. So, gut. Frösche haben wir weg. Frösche sind erledigt. Perfekt. Dann müssen wir den hier anhelfen. Der war cool, der Fall. Ja, naja, wie man es nimmt, ne? Aber Ja gut. ja, Menschen tun mir schon leid. Der war spannend, sagen wir es so. Ja, das klingt netter. Achso, jetzt sind wir ja wieder bei unserer Ermittlung hier. Genau, jetzt Dann kommen können wir wir jetzt ja fortsetzen. die sind ja fertig. Das ist ja alle. Ja, richtig, die habe ich ja alle gefunden. Jetzt können wir die Das heißt, die müssen wir zusammenbasteln. Was haben wir denn hier? Geschlagen.
Ja, ich denke schon geschlagen. Ja, aber es wird dir das nicht erklären oder wann. Würde es kein Blut geben, ne? Also es muss auf jeden Fall das sein. Ja. Boah, wie übel. Die Leiche haben sie dann nachher da drin verscharrt. Kann schon so lassen. Ich denke, das war das zweite. Nicht das, sondern das andere noch. Die sind tot gewesen und die haben sie da einfach reingeschmissen. Die waren da noch drin. Ja, das. Ja. Ähm, Ja. Die sind da drin gewesen. Die haben sie in den Kisten in die Anstalt verfrachtet. Oh, eins ist falsch. das Ah, der eine zweite. wollte sich bestimmt auch wehren, oder was? Das soll dann ja sein, ne? The Yeah. carriages were backed through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived Nee, the nicht jeder journey. hatte die Reise überlebt. Ja. Nee. Dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. All the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. Also die, ja, jetzt müssen wir die Höllenpforte finden, ja, stimmt. Wo die alle abgeblieben sind. Ja. Oh, da ist was. Weißt. Ach, Scheiße. Ja, wo haben die denn hingebracht, sag mal? Ja, wir gucken ja jetzt. Muss ja hier irgendwo wirklich eine richtige Leichenhalle sein, ne? Mhm. Aber was hat das denn mit dem Zugeschweiß zu tun? Da unten. Haben sie irgendwas draufgestellt mal. Das geht bestimmt unterirdisch irgendwie noch weiter. Ach, an die Geheimtür gebracht worden sein. Okay. Tja. Hm. In der Nähe des Hintereingangs muss ich irgendwo eine Geheimtür. Hier ist sie. Haben wir noch was hier? Da ist auf jeden Fall noch was. Na gut, das soll vielleicht nur so. Hm. Eine Geheimtür. In der Nähe? Oh, hier ist was. Atze. Scratches. Something has been moved through here. Ja, hier. Da, ja. This seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door.
Oder wie kriege ich jetzt auch? Ah, okay. Okay. Erstmal wieder zusammenbasteln. Das heißt. Blockierter Weg. Geheimnisse des Instituts. Nimm mal Heidi. Ich will eher sagen, die ist das so. Nichts von allem, ne? Ne. Dann kann das nur die alte Fotografie sein, dass da irgendwo was drauf ist. Das kann natürlich auch sein. Haben wir gleich alles durch hier. Auch nicht. Der Brief war Mr. Schnitzer. In der Lagerhalle halt, aber. Auch nicht. Hä? Oh, da fehlt uns noch was. Okay. Oder blau ist es ja nicht, ne? Irgendwas fehlt uns dann noch. Allerdings helfen da keine Dietriche. Ne. Heißt, wir müssen irgendwo hin und diesen Schlüssel organisieren, ne? Ja, oder weitere Informationen. Weil da stand ja irgendwie sowas hier mit, wo du reden kannst. Die Frage ist halt, die einzige, die mit mir redet, ist doch nur die Frau mit Heidi, oder? Make them Ja. pay for what they did to Heidi. Wie öffnet man die I Schlüssel? found Hell's door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Heidi? Okay, jetzt müssen wir uns um Heidi kümmern. Gott, jetzt müssen wir Teile von der Puppe. Oh Gott. Okay, gerne erwähnte eine gewisse Heidi. Diese musste offenbar unvorstellbare Grausamkeiten über sich ergehen lassen. Ihr sollen die Augen ausgestochen und die Hände abgeschnitten worden sein. In der Wäscherei fand ich eine Puppe namens Heidi, die in einem schrecklichen Zustand ist. Gerda hat ihre Puppe zurück, allerdings beharrt sie darauf, dass nur Heidi die Geheimnisse des Instituts kennt. Ich werde wohl keine Auskunft erhalten, solange Gerdas Puppe nicht operiert ist. Für die Reparatur werden Fäuste benötigt. 2 Knöpfe, Faden, Klebstoff, Nägel. Ja, dann suchen wir mal, ne? Okay, Block A und B müssen wir suchen. Also hier ist.
Da hatten wir Heidi gefunden, ne? Nee, da hat mir den Typen betäubt. In dem Spind? Nee, den Spind kann man nicht machen. Hübsch. Bei meiner Napoleon. Ich stehe ja schon wieder. I command you to let me out. Ah, hier Oh, ist er. Ja, manchmal Klebstoff. Und Nägel. Achso, Sonnennägel, wie die haben. Also hier haben wir auf jeden Fall alles gefunden. Das heißt, das andere ist in Trakt B. Ja. Also gehen wir in Trakt B wieder zurück. Da brauchen wir jetzt noch Knöpfe Faden. und einen Faden. Ja, wahrscheinlich in der Wäscherei, ne? Ja, denke ich auch. Das ist das einzige, wo Gegenstände lagen. Ja, richtig. Ja. Lose Knöpfe. Und hier liegt auch noch was. Faden. Okay. Heidi ist fertig. Ja, da müssen wir zur Puppe zurück. Mit ihr Heidi wieder zusammenbasteln. Das wäre gerne so. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Oh, Alter. Goethe, I Wenn ich have a wissen, wie couple die of die Nägel da questions. reingekriegt hat. Yes, I... Well, Gerda, you've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Oh, Alter. Okay, Konfrontieren? Wo soll ich sie Ja, klar, konfrontieren? normal. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Über Heidi etwas sagen. Gerne das aussagen. Boah, das ist jetzt wieder schwer. Ach du Scheiße. Ja, was soll Heidi etwas sagen? So, warte. In der Wand befindet sich eine Vertiefung. Also wir müssen das hier eigentlich wissen, ne? I found Hell's door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Oh. Speiseaufzug. Was? Speiseaufzug? Weiß nicht. Ja. Ich würde ja sagen, gerne das ausführen. Oh. Das ist eine gute Frage. Also ich weiß es auch Oder der nicht. Speiseaufzug. Speiseaufzug? Ja, ich würde auch sagen, der Speiseaufzug. You're so dumb! No! Look, Gerda, the man is insane! Das war ja falsch. Professor will treat him like she treated us! Okay, das war falsch. Heidi, there are things I need some clarity on. Gut. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Yeah. So, Jetzt haben wir sowas anderes gekriegt. Was? Das haben wir sie zuerst gefragt? Über die Tür, ne, eigentlich. Ja. I found Hell's door, but Das it's war locked. richtig. Die Frage ist halt, was wir Is müssen there sie a noch way to fragen. get in? Hell's Door? Never heard of it.
Oder wie krank das aber ist. Tja. Was geil ist, ich habe jetzt ernsthaft andere Sachen vorher. Was haben wir jetzt gemacht als erstes? Ja, als erstes haben wir, weiß ich nicht mehr. Nummer... Weiß ich nicht. Ich würde sagen, gerne That's ausführen. not true. Ja. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. Und Ermittlungen von dem Doc würde ich vielleicht nochmal machen. Alter. Alter. Ja, Mitteilung von. Ja, denke. Professor Gygax Perfekt. hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever. Ach du Scheiße. Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich Puppen hatte? Ja, ich auch. So. Ja. Das muss ja passen, ne? Perfekt. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Geigs Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen und ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Okay. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Oh Gott. Ein Ablenkungsmanöver. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Okay. Dann lass den Jungen mal raus. Oh je. Endlich ist er wieder da. Falsch. Wir haben Napoleon zurück. Den Raum, achso, da waren wir schon drin. Wo war denn Napoleon? Vorne bei der Treppe, da wo es runtergeht. Also da wo wir angefangen haben. Ja. Da muss er irgendwo sein. Sicher, dass er hier war? Ja, das ist er nicht. Heiligfunk ist das auch nicht. Der muss als Dritter sein oder so. Nein, der nicht. Hier war der eigentlich. Ja, Maurizio, da ist er. Ich muss ja jetzt Hände knacken. Oh Gott. 2, 3, 1, 3, 2, 4.
Wenn ich das nicht täuschen würde, würde ich ja sagen, du spielst mit Leitfaden, aber. Was? Nee. So, Schloss außen. Hier. Also 2, 3, 1, 3, 2. Hier. Nochmal runtergehen. 1, 2, 3. Ja. Achso, du meinst, weil ich das zu schnell raus hab? Ja. Nö, ich kombiniere nur einfach schnell. Okay, dann. Hey Bro, du bist frei. Oh, es gibt einen Erfolg. Mein Name ist Dietrich. Knacke jedes Schloss. Okay. Ja, perfekt. Das ist doch gut. Wenn du diesen Ort verlässt, kannst du nicht mehr zurückkehren. Erledige alles, was du hier noch tun wolltest, bevor du fortfährst. Da haben wir nichts mehr. No. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. Dann, ich werde die Anstalt vermissen, wenn wir jetzt nach oben gehen. Das war cool. Also, im wahrsten Sinne. Ja. Okay. Watson, over here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Sie haben mich nicht eingeweiht. What is happening, Holmes? I need an explanation. It's quite simple. I created a distraction so that I could tell you something important, and in turn, I need you to acquire something important for me. How can you call any of this charade simple? Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Okay, okay. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. What have we got ourselves into, Holmes? Oh, ein Revolver. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Achso, das ist... Did a child make these? Okay, okay. Das ist Watson seine Tasche, ne? Bild? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Mhm. Überleg mal, wenn da Heidi drauf stand, dann war die mal hier oben. Ja. Ich glaube ja, die sind alle nicht krank gewesen, die da sind. Ne, die sind alle krank gemacht worden. Richtig. Okay, dann. Aber die Puppe ist schon ziemlich krank. Oh, ein Rabe. Sucherraum.
Photograph seems recent. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these. Okay. Photograph seems recent. Good lord, that's a lot of records. Oktober 1879. Da eine intensive Behandlung unersättlich ist, wird mein Sonderpatient, Herr Wolf, ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sorgfältiges Eingreifen erforderlich, um unerwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 1879. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt. Vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt Namen aus seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontlappen und den Temporallappen. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt. Wenngleich seine Obsession für Schreiben erhalten geblieben ist, die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Oh, Alter. Immer noch übler, was hier so vor sich geht. Immer kränker. Krass, Das war übrigens der Napoleon ist. Aber sonst haben wir hier nichts noch. Ja, das ist auch. Da gehen wir mal nicht hin. Stimmt. Okay. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? Yeah. I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Do you grow weary of me already, Doctor?
I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kunz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Hinweise halten. Bringt nichts, ich sehe trotzdem nichts. Wie kann ich Professor Gückert aus ihrem Büro gelockt werden? Oh Gott. Was erachtet Professor an Mr. Wolf so wichtig? Da haben wir glaube ich auch nicht. Nein. Fehlt noch was. Okay. 3 kleine Punkte haben wir schon. Sind wir wieder mit Sherlock unterwegs? Oder? Nee. Wir sind immer Watson. Ah, mit Watson. I hope everything is to your liking, Wir brauchen immer noch den Schlüssel, ja? Wir kommen da nicht rein bei dir. Weil er davor steht. Okay, da ist auf jeden Fall der Speiseaufzug. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Aber das ist erstmal wie ein Top. That a patient escaped. All the guards rushed off to find him. Oder? Was? Was war das für ein riesen Top eben? Nur für alle Patienten, ne? Naja, das war ein Kessel. Oh, wunderschöne Alpenblume. Ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern. Wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist.
Zu denken fällt mir schwer. Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebte hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier. Gefangen auch in meiner Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Ich weiß es, ich will... Was? Es will mir plötzlich nicht mehr einfallen. Achso, ich werde gar nicht mehr zum Gedicht. Das gehört noch mit zum Gedicht. Was ist er denn für einer? Der Patient. You are Mr. Wolf. Ach, Herr Wolf. Am I right? Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Okay, wir beobachten mal. Deine Gesichtshälfte ist gelähmt. Okay. Was habe ich hier mit dem gemacht, sag mal? Bei tiefen Namen. Sei chirurgischer Schnitt. Einschnitte, ja. Das ist der... Starke Verletzung mit der Zeit verwaschen. Jetzt. Das ist der Heimleiter gewesen, ne? Womöglich Medikamentenmissbrauch. Ein Erwachsener mit 2 tiefen Narben auf seiner Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem chirurgischen Eingriff hervorgeführt wurden. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt, wahrscheinlich die Folge des chirurgischen Eingriffs an seinem Gehirn. Ja, ne? Dear Lord, hab ich auch gemacht. What did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Wenn du jetzt nochmal ansprichst, dann sagt er wieder, wer du bist, wa? Ja, das war ja, was wir ja vorhin gelesen haben. Ja. Der Patient, der nur alle paar Minuten sein Gehirn resettet sozusagen. Ja. Da kommen wir nicht weiter, oder? This area is off limits. A patient has escaped. Ja. Komm ich durch. Oh je. I don't want to card block B tonight. I want them to fly! Minor birds, if I'm not mistaken. Beautiful creatures. Sad that they're caged here. Give it to me. No, I don't want to. Why not? Did you see my son? He's such a sweet boy. A visitor? No, you shouldn't have come here. Miss? Too bad my parents had to leave so soon. I haven't seen them for months. Wir können bestimmt anhelfen. Oh, wir können noch was, haben noch was ermittelt hier. Na, sag ich doch. Ja. Hab ich doch recht gehabt. Es handelt sich bei dem Patienten namens Wolf um Professor Becker, den ehemaligen Leiter des Instituts Schwarzes Edelweiß. Er leidet nun unter starkem Gedächtnisverlust, ist jedoch noch beschreibensfähig. Ja, das habe ich mir gedacht.
Die haben ihn so kirre gemacht und mit Operation voll gepumpt. Oh Gott. Wenn Professor Becker noch imstande ist zu schreiben, lässt sich Professor Gygax vielleicht mit Hilfe eines von ihm verfassten Briefes ablenken. Okay. Also müssen wir mal zu ihm. Ja. Hier waren wir ja drin gewesen im Patientenzimmer, ne? Ja. Und mich mal hier nochmal umsehen, ob ich hier noch was gucken kann. I can't just leave Holmes here alone. Nee, das kannst du nicht machen. Nicht bei den Irren. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Okay. Ich kann ja auf jeden Fall nichts weitermachen. Aber schon eine kranke Anstalt. Oh ja. Im wahrsten Sinne. So, dann gehen wir mal. I hear them scratching. Don't you hear it? Der ist auf der Seite. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Ja. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You are not, as you so claimed, the future of the Edelweiss, and you never were. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I am a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I am risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Das ist der richtige. Okay. Okay, jetzt haben wir den Brief. Müssen wir den nur noch irgendwie überbringen, ne? Ja. One of the patients asked me to deliver this note. It's for Professor Gygax. Thank you, Doctor. Leave it with me. Unbelievable. Kunz, with me. Nur die ganzen schon auf die Schliche. Oh, brauchen wir den Schlüssel von hier, ne? Dezember 1879. 3 Monate ist es nun her, dass ich das Institut Schwarzes Edelweiß von Professor Beck übernommen habe. Nicht alle Kollegen waren mit der neuen Regel einverstanden, daher bin ich nun die einzige Professorin in dieser Einrichtung. Wie dem auch sei.
Ich werde einige kräftige Pfleger einstellen, um dem Personalmangel beizukommen. Zumindest kann ich nun ungestört meiner Arbeit nachgehen, ohne von engständigen Kollegen ausgebremst zu werden. 1880, März. Die erste Überwindung von Ehre ist eingegangen. Unsere Kooperation bringt Risiken, aber auch ungeahnte Möglichkeiten. Mai 1880. Die erste Lieferung von Auserwählten ist eingetroffen. Er hat wirklich nicht übertrieben und Personen mit verschiedenen psychischen Eigenschaften bereitgestellt. Mir steht eine schwierige Aufgabe bevor, aber ohne Zweifel wird auch meine eigene Forschungsarbeit davon profitieren. So kann ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Alters. Ohne Worte. Ja. Einfach ohne Worte. Sehr geehrte Frau Professorin, vor kurzem sind wir mit der Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten in den Besitz einer Sammlung seltener Edelsteine gelangt. Diese Edelsteine wurden nun Juwelieren in Louisiana offeriert und ihre Kaufangebote lagen weit über dem von unserem Experten geschätzten Wert. Der vereinbarte Endpreis für die 11 Edelsteine betrug 12.550 Schweizer Franken. Wie von dem Veräußern der Edelsteine gewünscht, erhalten Sie 2/3 dieser Summe, wobei das Geld wie üblich Ihrem Anwalt überwiesen wird. Wie immer versichern wir Ihnen unsere absolute Diskretion und freuen uns auf weitere Geschäfte mit Ihnen und Ihrem illustren Gönnern. Mit freundlichen Grüßen, Coffee Fresh Scott, Bankhaus, Ebert, Gray, New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, 9. Januar 1882. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Ja, dieser Stift war das auf jeden Fall, was da lag. Dann? Ja, hier dieser. Das? Ah, ja. Shit. Close, but I don't think this is the... this is too small to be what Holmes asked for. Jetzt kann ja auch, dass er die Türen alle auflässt. Oder? Nothing special about this. Hört doch gar nicht auf. Die ganzen Schubladen auflassen. Ich glaube, hier ist nichts weiter mehr, ne? Na, jetzt müssen wir, glaube ich, wieder in die Küche, ne? Hab ich auch gesagt. Weil die andere ist auch weg. Ist auch geil, dass der da die ganze Zeit steht und wartet. Da ist der Schlüssel. Wir da wirklich runter wollen? Tja. Ich glaube nicht. Es bleibt wohl nichts anderes übrig. Wir sind schon unten. Sind wir denn jetzt reingekommen? Ist hier? Ja, sind wir da reingekommen. runter. Okay. Ja. Das ist eine Schule. Oder? Ja. Wie so eine Tafel und sowas, ne? The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Okay. The tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Oh God. The inside of the cuff is worn. It's been used often.
Krass. Ja, und hat sie keiner schreien hören, ne? Mhm. Werte Frau Professorin, vertrauen Sie meiner Führung, dem Licht der Tiefe? Dieser Mann wird unsere Auserwählten die Erleuchtung zuteil werden lassen. Sorgen Sie dafür, dass er zugegen ist und unsere Auserwählten ausschließlich die heiligen Worte aufsagen. Dann wird die Trance beginnen und wir werden dem jenseitigen Universum einen Schritt näher sein. Ihrer Arbeit kommt dabei eine große Bedeutung zu. Da viele Schafe unserer Herde nicht zu unserer Sprache sprechen und die Zeit drängt, würde es für ratsam halten, in Gruppen zu arbeiten, um eine Woche lang mindestens eine Sitzung pro Tag abzuhalten. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, die skeptischen und widerspenstigen Auserwählten mit Maßregelungen auf Kurs zu bringen. Ich denke, ich kann mich da voll und ganz auf sie verlassen. Was mich betrifft, so werde ich in der Zwischenzeit weiter an meiner Methode arbeiten, den Trancezustand mit Hilfe von Lichtwellen erzeugen und Kalalit-Linsen aufrechtzuerhalten. Im Übrigen werden meine Männer in New Orleans mit Ihnen Kontakt aufnehmen, was die nächsten Lieferungen von Auserwählten betrifft. Schaffen Sie wie beim letzten Mal ausreichend Platz. Alter. Die Bank hat die Edelsteine. Mein Meister hat mir aufgetragen, die ersten Auserwählten zu liefern. Sie werden in etwa 2 Wochen eintreffen. Enttäuschen Sie uns nicht. Konnte mit der neuen Methode endlich Fortschritte erzielen. Die Erfolgsquote liegt bei 40% der Versuchspersonen. Jene Versuchspersonen, bei denen die Methode nicht anschlägt, reagieren auf keinerlei äußere Reize mehr. Dennoch kann das Lautschriftsystem zweifellos als sinnvolle Methode ertrachtet werden. Unabhängig von ihrer Muttersprache oder Herkunft lernen die Versuchspersonen recht schnell die Gesänge fehlerfrei wiederzugeben. Dies gelingt ihnen, obwohl sie keinerlei geistige Eigenständigkeit mehr besitzen. Bedauerlicherweise ist einer der Auserwählten weiterhin widerspenstig. Die Isolation und der Nahrungsentzug haben ihn in seinen Ungehorsam sogar noch bestärkt. Bei einem anschließenden, gut gemeinten Gespräch wurde er aufbrausend. Daher sah ich mich letztendlich zur Entfernung seines Frontal- und Termatropallappens gezwungen. Sein trotziges Wesen ließ sich jedoch auch dadurch nicht bändigen. Ich darf nicht zulassen, dass er die anderen Auserwählten negativ beeinflusst. Daher bleibt nur ein Ausweg. Ich werde veranlassen, dass er beim Brunnen entsorgt wird. Looks as if it's been recently used. Crazy. Also das ist schon... Ja, ohne Worte. Ach, Scheiße. Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Oh. Ja, was haben die mit den Leuten hier gemacht, sag mal? Full grain leather straps. Impossible to escape. A very professional brain dissection. Oh, die armen Vögel. Die haben es erst an den Vögeln getestet.
Oh Gott, es geht noch weiter runter. Die Phase hinten war ja auch noch eine Tür. Da war noch eine Tür? Ja, hier hinten. Dann nehmen wir die erstmal, würde ich sagen. Ah, da ist der Brunnen. Oh, the spell. Dear God, is that body parts? Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. Ein Blick in den Abgrund. Ja. Also da wird einem schon ganz schön anders, ne? Ja, also definitiv. Also das ist schon ziemlich eklig und abartig, was hier passiert ist. Da kriegst du schon selber eine Wut eigentlich, wenn du überlegst, was hier passiert ist, ne? Und ich gehe, also Schlussfolgerung von meiner Seite aus jetzt, ne? Dass die Doktorin oder Professorin, ne? 100% mal Patient war. Vielleicht. Get out of my head! Your mind festers devoid of soul. Find reverence for the one that trembled. Lord, Cleft your surrender your soul and become a servant of madness. please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Ach du Kacke. Was passiert hier? Let him rupture our world anew. Awaken and let the World behold! The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of my head! Wo sind wir denn jetzt? Da wäre der Raum wieder drin, ne? Sind hier die Treppe runtergegangen. Das heißt, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Ne, die wurden einfach nur irre. Oh, da kommt der Aufzug. Oh, ich bin gerade erschrocken. Ich auch. Alter. A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes? What are you still doing here? Still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else Oh, under yeah, control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered, on my word. What? She was our biggest lead. Yet another wrinkle in our investigation. What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Tot? Oh. Heidi. Jetzt How wissen did wir. it end up here? Scheiße. The pencil is buried deep all the way to the brain. Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat.
The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Okay. Und viel Spaß genießen. Ach du Scheiße. Oh je. Der passt schon, ne? Oh. Vielleicht die Puppe? Nein, die Puppe glaube ich nicht. Okay, passt auf. Die Bank. Ja. Mehreren Hinweisen deuten auf New Orleans als nächstes Ziel laut unserer Ermittlungen hin. Die Entführer haben die Dienste des dort ansässigen Bankhauses Ray für den Verkauf von Edelsteinen in Anspruch genommen. Okay. Okay, also geht's weiter nach New Orleans. We've got what we needed, Watson. This conspiracy reaches further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's go. There's no time to waste. Im Auge des Wahnsinns. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Wir sind das dritte Kapitel. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Inhumane. It would be natural to experience some feelings of shock or fear. Men reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. He treated my mother, perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this New World heat. Do not get carried away, Watson. What we could certainly use are answers to my questions. I know, but you look exhausted. Why didn't we find the hotel first?
We shall rest when our investigation is over, and not a moment sooner. I shall ask you to handle our bags while I search for the bank. As you wish. Oi! Stop it, you! Our luggage! Good Lord, what have you done? That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. Okay, dann gucken wir mal. It's fine, it's fine. I'll just put everything back. Where are the socks? Ach, wir waren's nicht. Ah, not an auspicious start, is it? Never mind, I'll handle it. You go on ahead. Gehen Sie schon mal vor. Ja. Oh, haben wir einen Hund? Und was ist das für ein Plakat? Opals being auctioned at the banking house of E.W. Gray. Oh, es gab sogar einen Erfolg. Das ist schön. Was haben wir hier noch Schönes? Oh, ein Zug. Hafenamt. Dann machen wir erstmal den Hinweis anheften, ne? Bevor wir hier wieder... Do you know anything about this? Ah, I know this. Yeah, let me help you. Oh. Die Bank befindet sich in der Straße oberhalb des Hafens, links am Hafenamt vorbei gegenüber von Chinatown. Okay. Ich würde mich gerade mal interessieren. Achso, ich kann mein Outfit hier nicht wechseln. Sieht richtig gut aus hier in der Stadt jetzt. Danke. Oh, das ist sogar mal hell. Ja. Könnte man so sagen. Das Neue. Aber der Fall gerade war schon echt düster, also. Der war gut, definitiv. Aber er war schon verdammt düster.
sehr, 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 sehr krank war das ganze Spiel gerade. Sehr krank. Ja, das stimmt wohl. Are you able to help me? Interesting, but I've never heard of it. Hm. Ja, das war schon sehr heftig. Ja. Are you able to help me? Don't remind me of anything. Someone else might help you better, sir. Kann man sein Gesicht eigentlich verändern? Warum? Naja, er sieht doch fertig aus. Er sieht so aus, wie ich mich heute fühle. Fertig. Ja. Aber du hast nicht so eine roten Augenringe. Nein, ich nicht. Nein, du warst auch nicht in der Anstalt, er schon. Ich meine, das, was er da gesehen hat, das war ja schon crazy. Oh, hier ist Chinatown. Das sieht gerade aus. Aber gegenüber von Chinatown ist auf jeden Fall die Bank, die wir suchen. Also hier. Oh, das ist der Produkt. Mr. Frank Barnaby, right? Auction's about to start. Kurzsichtig, weil er blind sind. Versteckte Mobiliarzeitung. Abraham Lincoln lebt. Okay. Er hat etwas in der Tasche. Sandwich? Ja. Also der hinterfragt Dinge nicht kritisch, glaube ich nicht. In the flesh. Now, if you'll excuse me. Well, hold up. Written invitation first. Can I present another piece of identification? Nope. That's why we send the invitation. Holmes, over here. Oh. Any luck? None. They're holding an auction, invitation only. The good news is, I know who might have one. We need to find Mr. Barnaby. Who? Frank Barnaby, most likely a local. And do you think Mr. Barnaby will be happy to share his invitation? Let us first find him, then we can see if he is the generous type. Frank Barney ist im Besitz einer Einladung für die Auktion in die Bank. Wenn er versteigert die Edelsteine? Ja. Schwarze Opale. Edelsteine. Ja. Okay, wo finden wir den jetzt? May I ask you something? I've heard about that, let me tell you.
Oh, das war nett. Die Einheimischen sagen, dass er in Chinatown einen Laden namens Bargains Hidden Gems hat. Okay. Wir wissen ja schon, wo Chinatown ist, also hier. Ja. Okay. How marvelous, Holmes. A city within a city. Indeed, those lanterns are delightful. It is as though we have been transported to the Orient itself. Could you help me? I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Das ist ein Hund. Der hängt in der Wand. Nein. Oh. Na doch. Was hier? Excuse me, just one question. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Daneben gesprungen? Mhm. Sind Sie daneben gesprungen? Die Frage ist, der Name vielleicht auch ganz anders. Do you know anything about this? Don't be angry with me, sir, but I don't know. Also, ich stehe genau daneben. Na echt? Oschis. Keine Ahnung, No wo one's der here. Laden ist. Rather unassuming for a jewelry store. Damn, he at it again. Barnaby still owes you. If he can't pay in greenbacks, he... Oh, ja, Moment. Das Bankhaus Gray veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellten Zoe Clemens bestätigt jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Okay. He'll pay in blood. Excuse me, just one question. Entschuldigung. No, never heard nothing. Hat Watson ein Schickes zu erzählen? Das sind die beiden. Ah, die kann ich noch mal geben. Can I ask you a question? I'm bone tired, but yeah, I'll help you.
Die zwei Gentlemen sagten, dass Mr. Barboni ihnen Geld schuldet. Er ist als Alkoholiker bekannt und betrinkt sich offenbar gerade in einer hiesigen Bar namens Giddy Gotha im Kreolenviertel. Er soll an einem gelben Hut und einem grünen Jackett zu erkennen sein. Okay. Sie suchen also eine Kneipe. Aber es ist woanders in Kreolen. Ja, wir müssen, glaube ich, hier erstmal raus aus Chinatown. Weil das Watson immer vor der Füße rumrennt. Sie. This place. There's a Spartan charm, does it not? It does. My soul will always yearn for London's gloom, but it reminds me of Cordona in a nice way. Tja, wo ist denn die Bar? Can I ask you a question? What makes you think I can be of any help? Oh, hier. Da ist sie. In die Richtung, ne? Hier ist die Bar. Ja. Was haben wir hier? Barnaby, unconscious but with his eyes open. Oh, da ist eine Einladung. Mr. Barnaby. Das Bankhaus E.O.A. Gray lädt Sie herzlich zu einer Auktion in geschlossener Gesellschaft. Wir freuen uns, eine Kollektion seltener und außergewöhnlicher schwarzer Opale anbieten zu können. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen bitte unter Personal. Wir würden Sie sehr gern begrüßen, Sie mit Ihrem saubersten Anzug und nüchtern in unserem Hause willkommen zu heißen. Sollte es zu einem weiteren unzumutbaren Vorfall kommen, sehen wir uns leider gezwungen, Sie von unserer Liste potenzieller Käufer zu entfernen. So. Look, Watson, the two of you are just alike. Oh, great. So I look like a haggard alcoholic. Eureka! What have you got? An idea. First, we'll need Mr. Barnaby's clothes. Nein. Lass mich raten. Watson und Barnaby werden? Watson, time is of the essence. You will go to the bank, not as yourself, but as Frank Barnaby. Holmes, we look nothing alike. The hat and coat will do the heavy lifting. Just stay cool, play the part, and no one will notice the difference. Trust me. Holmes, must we really indulge in this farce? It worked in Oh Switzerland. Gott, wie er aussieht. Ja. If you redefine the word worked. Kennst du hier diese Männchen, die immer Goldsäcke suchen am Ende des Regenbogens? Wie heißen die noch? Kobolde? Kobolde, mein Gott. Kobolde, genau. So sieht er aus gerade. Where's my cash, Frank? Mit seinem gelben Hütchen. In the bartender's tip jar? Okay, die glauben ihn schon mal. An der Hand des hässlichen Where's the Jackett. money, Barnaby? Oh mein I'll wait Gott. here so as not to arouse suspicion. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Okay. Heavens, I never seen gems so big. Keine Menschenkenner. Must have them. Die Leute eventuell anquatschen? May I ask for your assistance? I don't want to disappoint you, but I'm clueless.
Vor allem auch geil. In der Bank findet eine Auktion statt, ne? Mhm. May I ask you something? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Is this familiar to you? You better ask someone else about that. Oh, da ist noch was. This might be useful. I'll make a note. Das Bankhaus A.W. Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt, die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. Okay, die Namen zähle ich jetzt nicht alle auf. Nicht? Dirret, französisches Viertel. St. Thomas, französisches Viertel. Chamber Mitchell, Chamber St. Thomas. Engel, Fillmore, Hernet, Holbrook, Rannicki, Howard und Lakeview. Ja, das ist doch schön. Also versuchen wir jetzt. Weiß ich nicht. Warum nicht? Eine gute Frage. Wir müssen auf jeden Fall die Edelsteine Echt? kaufen. Kaufen? Kaufen. Ich denke, wir müssen die ersteigern. Die Geld haben wir gar nicht. Aber guck mal, da steht No Pass. Das heißt, da muss es weitergehen. Aua. No Pass. Er sieht so bescheuert aus mit dem grünen Jackett und dem gelben Hut. Macht aber auch jeden Scheiß mit, ne? Mhm. Stimmt. Oh. In der Bank findet eine Auktion statt. Ja, geht kein Weg weiter vorbei. Gibt's hier noch irgendwas? Kann man noch irgendwas anklicken? Super. Raus kommt's auch nicht nochmal, ne? Was soll ich denn draußen? Excuse me, just one question. I'm so sorry. I can't be of help. Ah, jetzt muss ich auch das anheften. Jetzt ist die Olle jetzt fertig. ist Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Haben Sie sich was verquatscht gerade? These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. It doesn't say where these stones came from, no provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Ach, hier ist der Sheriff. Überdimensionaler Hut. Ja, der ist der Sheriff. Machtposition.
Schützenkönig Auszeichnung. Stolz oder will prahlen? Taschenuhr. Edler Stoff achtet auf sein Äußeres. Polierte Fingernägel. Eitel oder rechtschaffenes Image. Melden Hunde beißen nicht? Ja. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse. Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Wie freundlich. Er hat uns erkannt. Voll. Und er hat uns trotzdem die Kohle abgeknöpft. Okay, wir können zu dem Schiff zurückkehren. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Scheißegal, Watson, ob er dir die Kohle aus der Tasche gezogen hat. Wichtig ist, was ist mit den Edelsteinen. Ja. Richtig gut. Also zurück zum Schiff? Jo. Ich dachte, er ist ein Mann. Mhm. Aber man muss sich doch hier zum Schiff zurück, ne? Ja, irgendwie sollte er da am Weg durchgehen. Ja. Da wo der Weg. No! Was that your luggage again? I don't understand. We just got it back in order. Ja. Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon.
And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes. And I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Ja. Ach, das war es bestimmt. Raumschiff bestimmt, ne? Ja, das ist die. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Oh. Naja, das war schon klar, dass das ein Schiff ist. 3, 1. Ja? Was? War dir klar, was für ein Schiff das ist? Mir war nur nicht klar. Das So. haben wir auch schon gesehen, so wie die aussah. Ja, okay. Die aussah vielleicht, ja. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Neue Klamotten. Ja. Forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ah, jetzt sind wir wieder mit Sherlock unterwegs. Ja. Genau was. Ja, wir müssen uns ja so mit der Dame unterhalten. Aber New Orleans sieht schick aus. Ja. Ups. Frischer da. Ja, jetzt müssen wir die Dame finden hier. Gucken, wie groß das Dorf ist. Ein Schwein.
Und dann geht's auch noch Excuse lang me, über die just one Brücke. question. I'm bone tired. But yeah, I'll help you. Die Leute sagen, dass zwei Champagne mit zwei Hunden im Fischerdorf lebt. Und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Okay. Ja. Dann wird er bestimmt Wasser auch nebenbei sein, wenn er ein Bötchen ist. I'm gonna die. Zwei Hunde. Oh. Gonna die. Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was Maman Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. Was genau ist ein Lola? Okay. Lola. Was? Was genau ist ein Lola? Warte. You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She's the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry and my mouth was dry and the light became very bright. That is something. He dropped a cup here. This one is almost odorless. Interesting. It smells sweet. I will take it just in case. I would love to learn more about these. The heating. Zu gleichen Teilen mischen. Goldrute, Erdbeerblätter und Jasminblüten. The properties of some herbs are truly amazing, Holmes. And some are extremely dangerous. Cold ground herbs here. Supper leftovers. Sieht ja fast so aus, als ob er sich so Halogene gebaut hat. Ja. It's not a simple tea. A herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Some chewing tobacco. Cheap and strong brew. Zwei Sachen kann ich mal rekonstruieren, aber es fehlen ja noch welche. Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. Und draußen muss auch noch was sein. Und ja, da liegt noch was. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. We have a feathered friend in the case. Poor bird crashed against Cole's house. The damage is recent. Ja, was suchen wir noch? Sir?
Was ist mit dem Boot passiert? I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah, and to be really down on your luck. Da drin sind auch noch irgendwelche Sachen, ne? Oh, hier. Ah ja, das ist der dritte Konstruierungspunkt, ne? Ja. Fehlt ja immer noch einer irgendwie draußen, ne? Kann sein. Wir werden noch mal drin gucken. Denke ich auch eher weniger. Ja. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. With William in Shreveport, 1879. Irgendwas fehlt noch. Ach jo. Da kann ich nicht hoch. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Nein. Them two don't Was? take kindly to gents. Monsieur. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is friendly. Help me, please. I'm bone-tied, but yeah, I'll help you. Wohl's Nachbarn geben an, gesehen zu haben, dass er letzte Nacht taumelnd wie ein Betrunkener seine Hütte verlassen hat.
Er soll alleine gewesen sein und keiner der Nachbarn konnte Geistererscheinungen beobachten. Ah, hier, da ist ja noch was, ne? A feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? Danke. Jetzt auf jeden Fall zu weinen. Oh, was haben wir hier noch? More blueprints here. Ich denke nicht. Der hat auf jeden Fall ordentlich einen Sitzen gehabt. Das war's auch schon. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Ja, perfekt. Sir? Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the Fisherman's Quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. Oh, Voodoo. Ja, den haben wir auch. Auch abgeschlossen. Aber der Pfeil ist noch nicht, nee, der Pfeil ist noch nicht abgeschlossen. Wir müssen die Voodoo-Praktiker noch finden. Achso, den Doggy noch finden, ne? Er wohnt in der Nähe der Kirche, nicht weit von einem der Eingänge zum Fischerdorf. Okay. Also, wo ist denn die Kirche? Das da konnte eine Kirche loben. Sicher. Wer weiß, wie die Kirchen hier aussahen. Oh, gesucht. Raid zu Gazebo Kelly. Wegen Diebstahl. Ein Mantel, ein paar Socken und ein Stiefel. Belohnung. Lebenslanger Vorrat am Bier. No. Look, Watson. What have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing Wir haben matters. sogar aufgenommen jetzt. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or deviant behavior. Well, you can't stop progress. Das ist schon strange. Is this familiar to you? I have no idea what you're talking about. Werter Mr. Holmes. Ich wusste, Sie würden skeptisch sein, wenn Sie von Voodoo hören. Die Welt ist jedoch nicht so, wie sie zu scheinen scheint. Ehrlich gesagt überrascht es mich, dass Sie trotz Ihrer Ergebnisse auf Reisen immer noch Zweifler sind. Ich bedauere es,
nicht hier sein zu können. Wenn Sie mir einen Besuch abstatten, ich würde Ihnen allzu gerne die Augen öffnen. Ich nehme an, Sie würden gerne mehr über das Rezept von... Was? Nee, das Rezept, das Sie in Kohls Hütte gefunden haben und wissen um die Tragödie, die ich Ihnen erteilt habe. Was? Und ihm geraten habe, ein Kräutersud zu kochen. Die Kräuter meines Rezeptes haben eine aufheiternde und beruhigende Wirkung. Falls Sie mir nicht glauben, lesen Sie das Buch, das hier liegt. Es enthält die Antworten auf Ihre Fragen. Mögen die Geister mit Ihnen sein, Mr. Holmes. Amedi. PS. Bitte bringen Sie das Buch zurück, sobald Sie darin Ihre Antworten gefunden haben. Manche Bücher können großen Schaden anrichten, wenn sie in die falschen Hände geraten. Okay, also jetzt dürfen wir den Voodoo-Fall abgeschlossen haben. Mal gucken. Das ist ja toll, aber woher wusste der das? Ja. Ah, da kann ich jetzt... Oh. Blätter. 4 bis 8. Ja, weiße. Was? Farbe. Weiß. Ja. Geruch süßlich. Der Stechapfel ist eine hochgiftige Pflanze. Im Falle einer Vergiftung treten Symptome wie Mundtrockenheit, Sprach- und Schluckstörungen, erweiterte Pupillen, Sehstörungen im Nahbereich, Lichtempfindlichkeit, Delirium, Halluzinationen und Aufgewühltheit auf. Bei einer schweren Vergiftung kommt es zudem zu Orientierungsverlust und extrem geistiger Unruhe. Okay. So, Farbe. Das glaube ich nicht. So, haben grüne 3. Okay, Plattform. Dreiblättrig. Geruch. Herber. Erdblätter wirken abterigend und werden auch zur Normalisierung der Verdauungsprozesse genutzt. Als Tee oder Aufguss verbessern sie die Durchblutung des Herzens und senken den Blutdruck. Zudem haben sie eine leicht schmerzlindernde Wirkung. Einzeln? Kleiner als einzeln. Farbe gelb. Geflügelter Blattstiel. Die Goldrute ist ein mehrjähriges Kraut innerhalb der Familie der Korbblütler. Sie hat eine entzündungshemmende und stark harntreibende Wirkung. Die Goldrute findet häufig bei Verdauungsstörungen und Rheuma-Anwendungen statt. Hallo, oder? Mhm. Das war's. Haben wir das Buch hier hingelegt? Ja, der hat gesagt. So. Verbrecher. Ah, 10 Plakate müssen wir dann versammeln. Okay. Bei A in dem Telegramm, das wir im Institut Schwarzes Edelweiß gefunden haben und in dem Edelstein erwähnt wurde, dürfte es sich um Irrenanstalt aus dem französischen Viertel handeln.
Ja. Vad gör vi då? Haben wir. Was ist das denn jetzt? Die Frage, was wir da noch machen können, ne? Oh. Okay. Ja, ich weiß auch nicht genau. Das Buch können wir nicht mehr machen. Ja. Ist einfach noch ein Plakat? Wieso halt eigentlich vor allem was 10 Stück drin davon? Wo wir hier irgendwo überall rumhängen. Ja. Also Augen und Ohren offen halten. Sir? Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. Ah, Kräuterhandel. Die auch noch wieder finden. Kräuterhandel, Tante. Die steht vorne an, ne? Kurz vor Chinatown. Oder war das die in Chinatown? Auf dem Markt in der Nähe des Hafens. Achso, in der Nähe des Hafens, ganz okay. Hängt auch ein Plakat. Excuse me, just one question. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Nein. Haben wir noch hier gesucht? Achso, hast du schon. Ja, ich kann auch gesammelt. Kommen wieder nicht durch? Ne. Die Hälfte haben wir, glaube ich, hier so. Die Hälfte haben wir, ja.
noch ein Plakat. Oh, ne. Nee, er wird vermisst. Our ship leaves tomorrow morning. No room for sightseeing then. More people missing here too. Ganzen vermissten Personen. Ja. Yeah, I bet Zora would kill her. Did you see how she rushed there? Fearsome woman. Yeah, I'm afraid for them Chinese and for anyone who messes with her. Is this familiar to you? I've heard about that, let me tell you. Zora ist zum Markt in Chinatown gegangen, um sich dort mit einer anderen Kräuterhändlerin anzulegen. Zora ist für ihr aufbrausendes Temperament bekannt. Doch in den letzten Tagen soll sie selbst für ihr Verhältnis ungewöhnlich aggressiv gewesen sein. Okay. Hier noch einmal her. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall noch ein Plakat. Are these herbs fresh? Can I ask you a question? You dare call my products You should substandard? search for answers somewhere else. Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. I came here because Cole Seabrook mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something?
Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a willless slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? The Loas heard my prayers. So you admit it was on purpose? I admit there's a higher power maintaining order and justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one, to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. Okay. Also, wo sind hier noch Plakate? Da war ein Schwein. Hab ich gesehen. Da ist noch ein Plakat an der Tür. Wo ne? Geradeaus. Rechts. Oh ne, das ist nur eine Schrift. So, das ist nur der Voodoo-Heini. Naja. Wuff. 5 Stück fehlen noch, ne? Sir? I've learned about your tragedy, Cole. My condolences. Zora told you, didn't she? Can you tell me what happened and why you feel guilty? My brother died. I'm alive, and William is not. That's why. Tell me, what was the plan? William had to get into the warehouse through the eastern gate, the one not far from the market on the edge of the railroad. I hid behind the barrels. I was on the lookout. So what went wrong? William went in, then came back with a rifle. I saw him jump off the crate, and then bang! He was lying there dead. Did you see who shot him? It was the bloody sheriff. I swear I saw him smiling. What happened next? My heart stopped. I froze. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats." And I woke up. I ran away. I had just one task and I failed it. And for my mistake, the lower of death will come for me.
Aber 4 Plakate fehlen nur noch. Ja. Mhm. Ja, auch noch irgendwo rumschwirren. Ja. Can I ask you a question? I'm sorry, you should search for answers somewhere else. Hier gibt nichts mehr. Das eins. Noch 3. Da war auch noch 1. Wo? Hinter dir. Andere Seite. Geradeaus runter. Stopp. Rechts. Hä? Das doch nicht. Closed auction, Nee, gems das ist nur sold. geschlossene Bild. By invitation only. Da gibt es noch mehr Wege. Auch zu. Da stehen 2 Tresore. Dann sind die nicht nur in diesem Fischerviertel, sind die überall, ne? Ne, die sind ja überall hier. Ja. Und die scannen die Plakate, ne? Ja. So richtig, ne? Waffe ist auch nichts. Aber wir müssen ja mal den Marktstand finden, ne? Stimmt, ja. Am Hafen, das sind wir ja hier schon. My day was no bowl of cherries, but you've ruined it completely. Na, da kann ich gar nichts mehr machen. Nein. Nicht der. Oder hinlassen. Und da kann sein, dass wir da hin müssen. Gestern hielt er sich versteckt, oder stand da? Mhm. Ja, wo wird der erschossen? The warehouse eastern gate. According Ja. to Cole, it all Ja. started somewhere near the barrels. Chewed tobacco. That's the spot. I hid behind the barrels. I was on the lookout.
Das muss ja noch fehlen, ne? Ja. Er hat da hinter den Fässern gelugt. Mhm. In welche Richtung hat er denn da geguckt? Aber eigentlich steht da oben ja auch nur das, was wir gerade sehen, ne? Und da kannst du ja schnipsen, geht ja gar nicht, ne? Ne. Was mit dem Wasser fliegt? Na, das ist der Dings. Der Kautabak. Den spuckt er aus. Hm. An oily handprint. The substance has solidified. I assume that this is cosmoline with which the gun was lubricated. William went in, then came back with a rifle. William was shot here. I saw him jump off the crane and then bang! He was lying there dead. The bullet went through him, and based on its velocity and mass, I would say the shooter was no more than 35 or 40 feet away. The sheriff stood here. Cole had no chance to spot him approaching. It's a terrible choice of position, and it cost his brother his life. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats!" And I woke up. And what did Cole do? My heart stopped. I froze.
Cole sought safety in flight. Now I see why Cole thinks he deserved it. He simply left his brother behind. He did not have much of an option. Sad. I think Zora would like to know about this. What do you want? I know you are angry at Cole, but you must know that he is not guilty of your husband's death. I was at the warehouse and I saw it all myself. The sheriff shot William and Cole couldn't prevent it, not even at the cost of his life. Why did Cole survive then? And how did he return unwounded? He had no chance of stopping the sheriff, but he found himself unnoticed. All he could do was run or die. That jackal sheriff. Perhaps you're right. I didn't want to kill Cole. It's just too painful to know that he's still around while my Will's dead. You can mourn with Cole. Forgive him if you can. I'll need some time for that. Hey! Sir? I have good news. No lowers are coming for you. You were poisoned. What? Zora sold you Jimson weed instead of jasmine. That was the cause of your hallucination. She wanted revenge. It doesn't change anything. Look, the lowers were guiding her. I deserved it. I went to the warehouse and I know what happened. You are not guilty of William's death. You had no chance of stopping the sheriff. Your only choice was to run or die. That was my purpose as a brother. But I failed William. I'm a coward. I ruined 2 lives in one evening, including Zora's. I spoke with Zora and she forgives you. Now is the time to forgive yourself. Thank you, sir. I'll try.
got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen jetzt für heute Schluss. Weil der Tag war heute verdammt lang und bevor wir hier mittendrin cutten, ist auch du. So haben wir einen schönen Übergang. Wir sind im neuen Kapitel. Und dann würde ich sagen, da geht es dann morgen weiter. Genau, wir sind jetzt im 5. Kapitel. Dann schauen wir mal. Und dann wünschen wir euch wie immer eine gute Nacht. Genau, schlaf gut, träum was Schönes. Und wir hören uns dann morgen wieder. Genau, wir danken euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.